Sehr cool. So, wollen wir gleich anfangen? Ja, gern. Super. Dann erstmal vielen, dass ich das mit euch führen darf, das Interview. Okay. Ihr seid ja Musiker. Genau. Und da würde mich zunächst interessieren, wie lange geht ihr bereits eurer Tätigkeit als Musiker nach und wie alt seid ihr? Zusammen machen wir Musik jetzt, das Projekt, unser Projekt 11 Unicorns, seit 2 Jahren jetzt. Ja. Cool. Und genau, und mit dem Projekt haben wir halt beschlossen, dass wir das auch selber machen wollen, alles, ne, als Independent Artist, weil wir einfach keine Lust mehr hatten auf Plattenfirma. So. In welchem Genre seid ihr denn tätig? Ähm, Our Genre ist, wir machen Techno, also ganz grob gesagt, elektronische Musik. Ne? Wir produzieren alle unsere Tracks selber. Wir haben hier da sitzen wir gerade drin in unserem Live-Studio. Ne? Da machen wir unsere Sets. Ich spiele live Instrumente und Drums und sie ist DJ, hat ihr ganzes DJ-Equipment hier. Und dann haben wir noch quasi in unserem Living Room ist unser Producing Studio. Und da recorden wir alle unsere Songs quasi. Das ist in Berlin. Berlin, genau. Ja. Cool. Also ihr habt ja gerade schon ein bisschen durchblicken lassen. Habt ihr denn eine staatlich anerkannte musikalische Ausbildung absolviert? Ich nicht. You studied, right? So I studied a 1-year diploma in electronic music production and live performance in Berlin at DBS Music. Is that the question? Ja. Okay, dann an euch beide separate Fragen. Also in der Ausbildung, wie weit wurde da Social Media thematisiert? And you're like into what end did you have social media in your? Not much at all. Also gar- fast gar nicht, ne? Ja. Und bei dir, inwieweit hast du dich oder dann ihr beide, wenn es nicht thematisiert wurde, inwieweit habt ihr euch im Bereich Social Media Marketing weitergebildet? Also es war ja so, also ich habe schon Musik gemacht, bevor das Social Media aufkam, ne? Also das war dann MySpace, so war ja das erste, ne? Und das war dann ja auch schon für Musiker quasi eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Damals. Und dann kam das ja mit Facebook und weil ich immer schon in Bands auch war, hat man das sowieso immer nebenbei schon mitgemacht und jetzt dann speziell seit 2 Jahren also beschäftigen wir uns richtig intensiv damit, weil wir auf vielen Plattformen unterwegs sind. Ne? Wir machen speziell jetzt auch YouTube seit 2 Jahren. Also wir machen fast jede Woche machen wir ein neues Set für YouTube und stellen das online auf YouTube. 2 Stunden Techno-Set und machen das machen das hier in unserem Studio oder auch, wenn wir auf Tour sind, ne, unterwegs, machen wir dann Live-Sets irgendwo oder bauen uns auch irgendwo auf und machen dann unser Set und nehmen das auf, speziell für YouTube. Und ja, und auch Facebook und Instagram. Also Facebook, Instagram, YouTube, das sind so unsere Hauptplattformen, was Social Media angeht. Und dann we're also on SoundCloud und Mixcloud. Right? SoundCloud und Mixcloud, das ist auch noch da laden wir halt unsere Sets hoch. Ne? Und unsere Musik findet man da auch. Ne? Das sind ja auch quasi Social Media Plattformen, ne? Halt nur speziell für Musik quasi. Ja. Ne? Und ja. Mhm. Und habt ihr da euch einfach so Learning by Doing geguckt, was könnte man machen? Habt ihr euch da an anderen orientiert oder irgendwelche Kurse besucht? Oder? Nee, gar nicht eigentlich. Ne? Also wir haben es eigentlich selber, also ich meine, es ist ja wirklich keine Hexenkunst und gerade auch Facebook, die wollen ja auch, dass du das speziell für dein Business verwendest. Ne? Also die stellen ja quasi schon die Tools dafür und leiten einen ja auch recht gut an, finde ich, wenn man sich so ein bisschen reingefuchst hat. Na, das ist natürlich super viel und super, gerade wenn man dann auch seinen Shop auf Facebook hat und
das ist schon sehr intensiv, ne? Und wenn man dann diesen Business-Account da hat. Aber ja, man kann sich schon gut reinfuchsen, finde ich, ne? Also Facebook macht es einen einfach so, ne? Weil die verdienen ja damit auch ihr Geld. So, von daher. Ja, also habt ihr da eher geguckt, was machen andere und das auf eure Musik, auf euer Image umgemünzt? Also vom Content her, ähm, da machen wir es eigentlich so, dass wir haben das jetzt so über die 2 Jahre, wir versuchen wirklich jeden Tag oder alle 2 Tage wirklich Posts zu machen, ne? Also Auf wirklich welchen Plattformen? Instagram, Facebook und Twitter. So, Twitter haben wir jetzt noch nicht so lange, aber Twitter habe ich gemerkt, dass Twitter doch noch einen recht großen Einfluss hat. So. Und Twitter ist auch ein Vorteil, weil es stark mit Google verbunden ist auch. Und daher sofort unser ganzer Content auch auf Google auftaucht. Ne? Also wenn du quasi 11 Unicorns auf Google eingibst, ne, dann ist eine der ersten Sachen Twitter zum Beispiel. Die Sachen, die wir auf Twitter posten, was mit Facebook, Instagram zum Beispiel nicht so ist. Ne? Und deswegen sind wir auch bei Twitter und ja, und das machen wir jetzt schon seit 2 Jahren wirklich, also fast täglich, almost daily posts, right? Und, und man merkt dann langsam, okay, das und das, like, wenn man zum Beispiel ein Selfie postet auf Instagram, hat es zum Beispiel viel mehr Impact, als wenn man jetzt eine Show promotet oder irgendwas. Ne? Also wenn man so personal stuff postet, also mehr also sich nicht weniger promotet, sondern mehr als die Privatperson ist, das hat einen größeren Impact auf Instagram zum Beispiel. Das haben wir gemerkt. So kurze Videos von unseren Live-Sets, das funktioniert auch ganz gut. Oder wir drehen auch zu jedem unserer Tracks, wir drehen unsere eigenen Musikvideos. Auch speziell dafür, um die dann auf den Social Media Plattformen auch zu teilen. Ne? Also quasi kurze Clips, zum Beispiel auf Instagram oder Facebook. Und das kommt auch sehr gut an, ne? Auch bei den Fans. Ne? Das find ich super und das sharen die dann da kriegen wir viel Feedback zurück. Also postet ihr auch schon einiges Privates auf Social Media? Ja, bis zu einem gewissen Punkt. We don't do so much private stuff. Nein. Eigentlich recht wenig, aber wir versuchen die Fans schon mit einzubinden in dem, was wir so machen, wo wir gerade sind. Ne? Wenn wir jetzt unterwegs sind für ein Konzert oder Festival, dann versuchen wir das schon mit einzubinden. Ne? Also wir nehmen sie jetzt nicht mit unser normales Daily Life, wenn wir jetzt zu Hause sind und nicht Musik machen, ne? Oder so. Ne? Also das machen wir recht wenig. Ne? Weil ich finde, da ist doch schon immer noch ein bisschen eine Grenze so. Na klar, bei vielen nicht mehr so, bei vielen verschwimmt alles total. Aber wir entscheiden schon genau, was wir scheren wollen und was nicht. Von unserem Leben. Ja? Da gucken wir schon eher so. Auf Facebook ist es noch ein bisschen anders, glaube ich, so. Wenn man seinen privaten Account auch hat, ne? Dann ist es noch ein bisschen anders, glaube ich. Like on Facebook, like this is a bit different, right? Because you're also on a private profile and you're Yes. connected with friends and stuff. Yeah, there's our personal Facebook. Ja, Not really. I don't use Facebook. ja. Na, aber mit dem 11 Unicorns, mit so einem Musikaccount eigentlich recht wenig Privates, mehr, wie sagt man, ja, schon, aber schon doch intim, wenn wir am Arbeiten sind. So, ne? Mhm. So würde ich es mal beschreiben. Ne? Wie gewährleistet ihr denn ein authentisches Auftreten, abgesehen von den ja, nahen Einblicken auf Social Media? Das ist eigentlich einfach. Eigentlich muss man eigentlich nur bei allem dem, was man macht, einfach nur so auftreten, wie man normal, so wie wir jetzt uns unterhalten. Ne? So versuche ich oder versuchen wir auch unsere Online-Präsenz zu haben. Ne? Also wir zum Beispiel unsere Live-Sets machen oder so. Ne?
das ist jetzt keine Show in dem Sinne, so, wir machen einfach unser Ding, einfach so, wie wir es machen und das nehmen wir einfach nur auf, ist wie dokumentieren quasi, ne? Klar, bei einem Musikvideo ist ein bisschen was anderes, ne? Da ist man dann, da ist alles ein bisschen mehr in Szene gesetzt, ne? Da ist alles ein bisschen mehr dargestellt, ne? Aber was so Social Media und unsere Live-Performance angeht, ist wirklich, es wird quasi dokumentiert und so präsentieren wir das auch zu den Fans quasi, ne? Und ich glaube, das ist so der beste Weg, wie man authentisch bleiben kann. Indem man es einfach dokumentiert und sich nicht in dem Sinne, klar, man stellt sich immer irgendwie dar, aber indem man einfach nur festhält, wie man wirklich ist oder was man wirklich macht gerade in dem Moment. Und ich glaube, das ist der beste Weg. Also würdet ihr jetzt nichts machen, was jetzt zwar erfolgsversprechend wäre, aber euch jetzt nicht komplett entsprechen würde? Na, das 100% genauso. Also we wouldn't do anything just to be successful, you know. Like Ja. we always have to like it. To always Ja, have to ja, like what ja, we do. ja. Also ich bin da ganz extrem so, ne? Also ich bin da ganz, mir muss es 100% taugen, was wir machen. Sonst will ich es nicht machen und sonst mache ich es auch nicht. Auch ein Grund, ne, warum wir das selber machen, alles. Also wir releasen selber, wir haben unser eigenes Label gegründet und einfach auch hauptsächlich aus dem Grund, um nicht mehr zu machen, was andere oder von dem andere denken, das hat Erfolg, das müsst ihr jetzt machen, weil das kommt voll an oder ihr müsst jetzt noch 3 Wochen oder 3 Monate warten für den nächsten Release, weil jetzt ist gerade Sommer, interessiert gerade eh keinen, bla bla. Dieser ganze Plattenfirma-Quatsch, das hat mich so angekotzt, ne, und so genervt, dass wir gesagt haben, okay, nee, wir lernen das jetzt selber, wie das funktioniert. Es gibt Wege online, weil wir sowieso hauptsächlich online releasen und so Sachen, ne? Also wir releasen keine CDs oder Platten im Moment, weil das ist einfach nicht lohnt für uns. Und Wie das, würdet ja, ja, Entschuldigung. ne, ich würde nur noch sagen, und das kann man auch lernen. Das ist nicht so kompliziert, wie man vielleicht denkt. So. Du weißt ja, ne, wie das funktioniert. Ja. Und man kann das auch selber machen, wenn man das wirklich möchte. Ne? Also würdest du oder habt ihr euch im Vorfeld ein Konzept ausgearbeitet für eure Social Media Aktivitäten, so was ihr für Ziele habt, was ihr für ein Image vertreten wollt, oder kam das irgendwie so nach und nach, so was du jetzt gerade erzählt hast? Nein, das kam eigentlich nur. So, we didn't have a social media plan at the start, right? Like we just, Just post ja, everything. wir haben einfach uns angemeldet und haben einfach angefangen, Sachen zu posten. Ne? Und ich wusste, okay, mir war klar, wir brauchen coole Bilder von uns, coole Pressebilder, ne? So Sachen, dass man eine coole Präsenz hat im Internet, ne? Dass man coole Headers machen kann, coole Profile Pictures. Und das ist eigentlich so das Einzige. Und ich wusste, okay, wir müssen eine Art von Content kreieren. So, ne? Und das heißt, okay, wir machen Musik, das machen wir auf jeden Fall, machen wir so. Aber ich wusste, okay, dass man das auch visualisieren muss immer, weil das heutzutage für die Menschen, ne, alles findet auf dem Smartphone statt. So, ne? Und jeder ist auf den Social Media Plattformen. Ne? Und das war für mich klar, okay, ich kann nicht einfach nur Musik machen. So, ne? Und dann haben wir angefangen, halt auch unsere Videos zu drehen, Musikvideos zu machen, ne? Und dass wir die auch posten können. Ne? Oder was wir auch machen, ne, wenn wir irgendwo sind oder länger irgendwo sind. Zum Beispiel waren wir auf Tour in Dubai jetzt im Dezember, da haben wir ein paar Konzerte gespielt, mit ein paar Clubs, auch in der Wüste gespielt. Und da war mir klar, okay, wir sind da jetzt eine Weile und dann haben wir da uns auch einen Fotografen besorgt, ne? Und haben ein paar coole Fotos machen lassen. Ne? Nur hauptsächlich für Social Media, nur dass man ein paar coole, aussagekräftige Bilder hat. So, ne? Und ja, und natürlich haben wir auch alles festgehalten. Ne? Wenn wir zum Beispiel, wenn wir dann reisen oder auf Tour sind, dann versuche ich das alles festzuhalten. Ne? Wir haben für eine Single haben wir ein komplettes quasi Tour Diary gemacht. Ne? Also alle
immer gefilmt bei allem, was wir gemacht haben und das in ein quasi Musikvideo gepackt, ne? Und, äh, und sowieso, unsere Konzerte filme ich auch alle, ne? Ich stelle überall eine GoPro hin und dann wird alles aufgenommen, ne? Und dann stellen wir das auf YouTube und die Leute gucken sich an und denen gefällt das, ne? Und die finden es super, dass sie mit dabei sein können. Ich meine, gerade jetzt, wo es für alle schwer ist zu reisen und das ist natürlich super für die Leute, ne? Und da sind die dann dankbar für die Fans. Das finde ich super. Also, also würdest du ähm, sagen, dass ihr euch schon Gedanken macht, so dass ihr alles aufnehmt, um was zu posten, Ja, aber jetzt nicht irgendwie sagt, okay, dann und dann und dann posten wir das und das, um das und das zu erreichen. genau. So definitiv, ja. Wir versuchen alles zu dokumentieren. So, und das ist viel Arbeit, das ist gar nicht so einfach, ne? Alles immer auch auf einer gewissen Qualität zu dokumentieren, so, ne? Und oder Konzerte aufzunehmen oder Videos zu drehen. Äh, aber da wir sowieso auch fast jeden Tag Sachen posten, haben wir da jetzt keine, wir haben das jetzt nicht gescheduled irgendwie. Wir müssen dann und dann Ja, das posten. Es ist so, wenn wir jetzt eine neue Single, einen neuen Track oder eine neue EP oder was auch immer rausbringen, dann ist schon so, dass wir dann sagen, okay, wir posten dann eine Woche vorher auch einen kleinen Trailer. So, okay. Und dann nicht. Aber das auch nicht wie früher die Plattenfirmen, ne? Wir brauchen jetzt erstmal 3, 4 Monate Vorlauf, bla bla bla. Nee, so machen wir das nicht halt, ne? Wir legen fest und dann wollen wir den Track veröffentlichen. Und dann ist okay, wir hauen eine Woche vorher den Trailer raus und dann zack, dann machen wir sowieso fast jeden Tag einen Post darüber, ne? Und dann ist es da. Und was ich finde, ist dann heute, das ist so, was sich so ein bisschen auch geändert hat heutzutage, was Social Media angeht. Deswegen machen wir jetzt nicht im Vorlauf ganz viel Promotion. Wir machen das quasi, wir promoten die Musik, wenn sie schon draußen ist, weil dann haben die Leute was sie konsumieren können. Ne? Vorher, du postest Sachen, du machst Sachen, ah ja, okay, aber das kommt ja erst nächsten Monat raus. Aber morgen weiß ich schon wieder gar nicht mehr, was ich mir gestern im Internet angeguckt habe. So, ne? Und deswegen finde ich, macht eigentlich nur Sinn, richtig Gas zu geben auf Social Media Plattformen, wenn du deine Musik schon da hast. So, ne? Und das machen wir auch immer wieder. Ne? Ich poste immer mal wieder Clips von unseren Musikvideos und alles. Das kann man immer wieder posten, ne? Und die Leute, und du erreichst immer wieder neue Leute damit. Und das ist das Gute irgendwie. Ne? Und man merkt, wie das jede Woche, jeden Monat steigt das alles ein bisschen. Ne? Und das macht dann Spaß, so wenn man merkt, okay, das wird alles ein bisschen mehr und besonders wenn dann die Leute wirklich anfangen zu reposten und zu sharen, das ist super cool. Und wir kommentieren auch, also das ist auch das ist auch so ein Ding, das macht einen auch, äh, oder damit bleibt man auch ein bisschen authentisch. Also wir versuchen wirklich auch jeden Share zu kommentieren und jeden neuen Fan zu begrüßen quasi, ne? Weil ich finde, dass halt wichtig ist. Ich meine, der Mensch nimmt sich dann die Zeit aus seinem Leben, auch wenn es nur ein Klick ist oder ein Share ist oder so, aber er hat sich die Zeit genommen, das zu machen so und ich finde, das kann man dann auch würdigen so, ne? ja. Und Also würdet ihr schon oder interagiert ihr schon sehr, sehr viel mit euren total. Followern? Ja, total. Also wir beantworten auch jede Nachricht, ne, die man kriegt und versuchen auch auf jeden einzugehen, soweit wie das möglich ist. Ne? Und wir haben auch, es gibt auch Fans, die machen auch immer wieder Sachen. Ne? Wir haben zum Beispiel, wir haben wirklich riesen Fan so in Russland und da ist es so, in Russland gibt es ja diesen VK, das ist das VK ist ja dieses russische Facebook und dieser Fan, den wir haben, sie betreut quasi unser russisches PK-Page. Ne? Sie hat es angelegt irgendwann so, und einfach von sich selber. Und ich so, wow cool. Super cool. Und dann habe ich ihr unser ganzes Promomaterial
geschickt und dann sie managt jetzt diesen Account und postet alles auf Russisch da, ne? Und repostet unsere Sachen. Und das ist super cool, ne? Und dafür haben die auch T-Shirts schon geschickt und you just send her a package, right? With a phone case and a mask and because that is super cute. Das ist super cool, ne? Dass sie sich da die Zeit nimmt und das wirklich macht, ne? Weil sie das halt cool findet. Ne? Und uns nimmt es natürlich auch ein bisschen Arbeit. Und ich sehe das auf YouTube oder Facebook. Ich sehe, wo Leute herkommen auf unsere Page, ne? Und ich sehe, dass die aus Russland, ich sehe, dass die von dieser Seite kommen. Auf unserer YouTube-Seite. Okay, wow, das ist cool. Und sie macht es einfach für uns. Ja. Hm? Inwieweit informiert ihr euch denn über neue Plattformen? Jetzt meintest du schon mit dem russischen Facebook, also Social Media Plattformen, die für euch relevant sein könnten. Macht ihr das aktiv oder bekommt ihr das einfach mit? Ja, also ich würde nicht wirklich sagen, dass wir das aktiv machen. We're not very looking for new platforms. Like we just go in. Es ist wirklich viel. Es ist wirklich, also zum Beispiel, ne, habe ich mich speziell dafür, also wir haben zwar zum Beispiel einen TikTok-Account, aber TikTok benutze ich überhaupt nicht mehr. Oder ich habe es am Anfang ich wollte nur checken, was es ist eigentlich. Ich wollte eigentlich nur gucken, okay, was ist das? Was ich aber direkt sofort gemerkt habe, ist, dass TikTok wirklich einfach, also das ging ja schon damals irgendwie also ich finde, es ist bei Instagram schon schwer, Leute dazu bewegen, überhaupt von Instagram wegzugehen, auf eine andere Seite zum Beispiel. Ne? Das ist super schwer. Die Leute einfach nur, also quasi du hast ein Event und du willst Leute dazu bewegen, einfach nur auf einen Link zu klicken. Ist bei Instagram super, super schwer, das zu schaffen, die Leute einfach da wegzukriegen. Und ich finde, bei TikTok ist so eine Plattform, die ist so krass oberflächlich, dass es überhaupt keinen Sinn macht, sich dazu. Also klar, es gibt Leute, die sind dadurch super bekannt geworden. So, mit Glück, kannst du auf jeden Fall super famous werden auf TikTok. Bin ich mir 100% sicher, das ist auch eine Riesenplattform. Aber für mich oder für uns hat es überhaupt keinen Sinn, da wirklich was zu machen, weil ich finde es einfach nicht cool. Ich finde es einfach nicht cool, wie die Plattform sich aufbaut und was auf der Plattform für Content kreiert wird, ist einfach nicht, gefällt mir nicht. So, und ich beobachte es bei Leuten, die auch, wenn der brauchst nur im Bus sitzen und du siehst, der eine sitzt neben dir und ist auf TikTok und du siehst wirklich, es ist einfach nur konsumieren, 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 ohne Sinn und Verstand. So, ne? Und deswegen ist es für mich total krass. Und davon abgesehen ist Facebook, Instagram, Twitter und Soundcloud, Mixcloud, YouTube, das sind so viele Plattformen schon. Und das Ding ist, du musst auch auf jeder Plattform anders Content kreieren. Du kannst jetzt nicht einfach, klar kannst du die alle verlinken und dann mit einem Post überall, aber das habe ich rausgefunden, funktioniert nicht. Du musst auf Facebook anderen Content als auf Instagram zum Beispiel kreieren. Wie unterscheidet er sich bei euch? Also zum Beispiel auf Instagram geht es hauptsächlich um das Visuelle. Also da hat es überhaupt keinen Sinn, zum Beispiel lange Texte oder viel Informationen zu posten, weil das interessiert die Leute überhaupt nicht. So, ein Satz, fertig. So, das ist alles, was gelesen wird. Bei Facebook ist es ein bisschen anders. So, bei Facebook tatsächlich habe ich gemerkt, dass sich Leute wirklich noch den Inhalt vom Post, dass sie sich für den Inhalt von dem Post interessieren und nicht nur für das Bild oder deswegen auf Facebook zum Beispiel posten wir dann halt auch einen Link zu unserem YouTube-Video. Zum Beispiel, ne? Weil ich gemerkt habe, okay, macht Sinn. So, die Leute klicken das tatsächlich an. So, ne? Und man kann auf Facebook tatsächlich noch mehr Informationen vermitteln als auf Instagram. Das ist mir ganz krass aufgefallen. So. Und auf YouTube dann wahrscheinlich Musikvideos. Genau, YouTube machen wir auch unsere Techno-Sets, ne? Weil ich gemerkt habe, oder auch gerade wo ich auf Tour war, auch gerade in Südamerika oder Mexiko, habe ich gemerkt, dass da die Leute konsumieren hauptsächlich, auch die Kids konsumieren hauptsächlich Musik auf YouTube. Das ist so krass.
Äh, deswegen war mir ganz wichtig, dass wir auf YouTube auch eine Präsenz haben. So, ne? Und deswegen stellen wir alle unsere Sets mit Video, alles auf YouTube. Und so können die Leute Musik hören und sich dann auch gleichzeitig noch angucken, ne, wenn sie das wollen. Also davon abgesehen, dass unsere Tracks auch nochmal auf YouTube released werden, sowieso, automatisch vom Vertrieb schon. Äh, dennoch wollte ich immer noch auch noch ein Video mit dazu haben. So, das war mir immer ganz wichtig. Welchen Vorteil hat denn Social Media Marketing für euch gegenüber anderen Marketingmaßnahmen, also den klassischen Marketingmaßnahmen zum Beispiel? Ja, ja ganz klar, momentan, also gerade letztes Jahr war das super extrem wichtig, ne? Weil das ja quasi das einzige, eines der, also für einen Musiker oder für einen Künstler, für einen Artist ist es ja wichtig zu touren, für uns Clubs zu spielen, ne? Das ist das A und O, ne? Damit erreichst du am allerbesten Fans. So, es gibt nichts, was dir mehr Fans bringt, als live direkt vor Ort zu sein. So, das ist das Allerbeste. Also deswegen ist Touren auch immer noch nach wie vor das Allerwichtigste. Ne? Und wenn das Touren weg ist, so, dann hast du natürlich ein Problem. So, ne? Und dadurch war Facebook eigentlich das Einzige, was wir machen, oder also Facebook, Instagram, Twitter, alles, ne, war das Einzige, was wir machen konnten. So, ne? Also bis wir dann wieder Gigs bekommen haben. So, ne? Also das ist super wichtig, gerade heutzutage, ne? Bis es wieder einigermaßen normal wird, ne? Und die Veranstalter wieder buchen. Ne? Also der virtuelle Aspekt ist für euch da auch ein Vorteil, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, also es ist quasi so das einzige Mittel momentan, um uns selber zu promoten. So, ne? Also, weil wir können jetzt kein Print oder irgendwas machen oder TV oder so. Das ist alles, das ist außer Reichweite. Ne? Das ist für einen Independent Artist unmachbar. So, ne? Also es sei denn, du bist halt super rich. So, dann kannst du das natürlich machen. So, ne? Aber ja, Ja. also Social Media und Touring, so, das ist unsere. Und uns selber, äh, uns selber halt sich connecten mit Agenturen oder selbst auch mit anderen Künstlern so. Das machen wir auch viel. Ne? Wir machen Über live. Social Media. So, das ist auch alles über Social Media, klar. Du connectest dich halt mit anderen DJs oder mit Agenturen oder mit Events, ne, Online-Events. Wir machen dann Live-Sets für Online-Events und so Sachen, ne? Und das ist dann für beide Seiten dann auch immer eine gute Promotion, so, ne? Aber was anderes ist gerade nicht da, so, ne? Also wir hoffen, Also dass das jetzt wieder mehr wird mit dem Touren, so, ne? ja. Ist auch der finanzielle Aspekt für euch ausschlaggebend, weil Social Media ist ja doch größtenteils kostenlos. Ja, na klar, also das ist das Einzige, was du investieren musst, ist deine Zeit, so, ne? Ja. Und deine Arbeit, so, ne? Weil du musst halt deinen Content kreieren, so, ne? Das ist ja das A und O, ne? Und ja, das ist so, aber klar, die Plattform ist super, ja, also wir würden nie Menschen in Südamerika oder Russland erreichen in dem Sinne, ne? Wenn du nicht, wenn es nicht für Social Medias wäre, ne? Über Social Media hat man ja dadurch auch gleich so das direkte Feedback so Genau, und total. Interaktion. Und auch direkten Kontakt zu den Fans. So, ne? Und das ist super cool. Ne? Also für uns als Künstler ist Social Media definitiv viel mehr positiv als irgendwie negativ. So, ne? Wahrscheinlich, weil man es auch bewusster verwendet als jetzt eine Privatperson. Ne? Also ich persönlich, ne, ich poste wirklich, also ich habe zwar meinen privaten Accounts, aber letztendlich ist alles Musik-related, was ich da mache. Ne? Also ich habe jetzt meine sozialen Kontakte sind jetzt nicht verknüpft mit Facebook, ne? Meine persönlichen oder mit Instagram oder mein soziales Leben findet da nicht statt, so im Social Media. Für uns ist als Künstler ist es Promotion. So, ja. Und deswegen sehen wir auch wahrscheinlich auch mehr das Positive als ja, die negativen Aspekte, die es so mit sich bringt. Ja.
Ja, cool. Ja. Das war's von Ja. meiner Seite aus mit den Fragen. Sehr cool. Dann würde ich einfach mal die Aufnahme einfach nur für die Transkription Ja. beenden hier Ja. auf Skype. Sehr cool, ja. Gern. Ja, cool, hey, Miriam. Dann, ja, habt noch einen schönen Abend und Ja, Ja, wir auch. bleiben in Nochmal Kontakt. vielen Dank. Gerne. Schreiben, hä? tschüss. Macht's gut. Tschüss. Ciao.